Nicht der Lift hat mich aufgeregt. Unsere permanenten Streitereien. Sind wir nicht immer noch Vater und Sohn? Ansgar, was soll das Ganze? Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht endlich Frieden schließen? Diese Familienfehde ist eindeutig unter unserem Niveau. Und außerdem dauert sie schon viel zu lange. An mir liegt's nicht. Wir haben beide Fehler gemacht, Ansgar. Große Fehler. Du hast ja gesehen, wo das hinführt. Ich möchte nicht im Unfrieden sterben. Wirklich nicht. Mit keinem von meinen Kindern. Vater, bitte. Wer redet denn vom Sterben? Bitte, Ansgar, schlag ein. Was war das? Ja, vielleicht holen sie uns hier raus. Ja, hoffentlich. Ansgar, nehmen wir es als ein Zeichen, dass wir beide hier eingeschlossen waren. Lass uns endlich Frieden schließen. Gott sei Dank. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ansgar, bitte. Was machst du denn hier? Ich wollte mal nachsehen, wie es dir so geht. Schließlich hast du dich ja selbst aus unserer Entzugsklinik entlassen. Als Gehalt entlassen. Oder hast du etwa irgendwelche Zweifel? Nein, aber ich wollte sicher gehen, dass du den Versuchen der Freiheit auch wirklich widerstehen kannst. Du weißt noch, ist es nicht vorbei. Ja, das kann mich jederzeit wieder einholen. Halt durch. Das mache ich. Jana, ich wollte dir von ganzem Herzen danken. Ohne dich wäre ich diese verfluchten Pillen wohl nie losgeworden. Das habe ich gern gemacht. Für dich und für Cecile. Danke. Ciao. Ciao. Leo, ich dachte, dein Kongress geht länger. Du scheinst mich ja wirklich sehr vermisst zu haben. Ach, weißt du, das Einzige, was ich wirklich vermisst habe, waren Ruhe und Frieden, als du weg warst. Ach komm schon, Ansgar. Du brauchst doch jemanden zum Nerven. Sonst würde dir der ganze Krieg mit unserem Vater doch gar keinen Spaß machen. Was verstehst du schon davon? Du wirst den Krieg verlieren. Ich hoffe, du weißt das. Der Einzige, der hier was verlieren wird, bist du, mein Lieber. Und zwar deine Wohnung, wenn ich das Schloss verkauft habe. Also, wie gesagt, nur leichte Herzrhythmusstörungen. An sich nichts Besorgniserregendes, aber natürlich ein Alarmzeichen. Und? Sie müssen es noch ein bisschen mit mir aushalten. Na Gott sei Dank. Wer verliert schon gerne so einen angenehmen Chef? Dr. Beitsch meint, es wäre hauptsächlich der Stress. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schonen Sie sich. Versuchen Sie, Aufregungen zu vermeiden. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, leicht ist es nie. Vor allem nicht in Ihrer Position. Aber möglicherweise müssen Sie Ihre Lebensumstände überdenken. Stressfaktoren so weit wie möglich reduzieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Dr. Beitsch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nett, dass Sie auf mich gewartet haben. Aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Was würde ich nur ohne Sie machen? Ja, Sie würden noch im Fahrstuhl stecken. Brauchen Sie noch Medikamente? Soll ich kurz an der Apotheke halten? Nein, nein, Dr. Beitsch meint, ich brauche keine Medikamente. Was ich brauche, ist Ruhe. Oh, na, der hat gut reden. Ruhe, Lebensumstände überdenken. Er hat recht, Frau Brandner. Dr. Stieler, bitte in die Onkologie.
Ich habe es nämlich versucht, meine Lebensumstände zu ändern, radikal zu ändern. Ich wollte mich vorhin mit Ansgar im Fahrstuhl versöhnen. Wer weiß, wenn wir noch etwas länger da eingesperrt gewesen wären, vielleicht wäre er darauf eingegangen. Oh Gott, da war ich zu früh mit meinem Hilfstrupp. Frau Brandner, das konnten Sie ja nun wirklich nicht ahnen. Ich bleib clean. Für dich, das verspreche ich dir. Ja? Hallo. Hey. Frau Kepler hat mir gesagt, dass du zurück bist. Stör ich? Höchstens beim Auspacken. Komm rein. Und wie war dein Kongress? Wie Kongresse eben so sind. Viele Gespräche, viel Reden. Ach, dann hat sich's also nicht gelohnt? Doch, doch. Aber das Beste bei solchen Veranstaltungen kommt ja immer erst nach dem offiziellen Teil. Und bei dir? Du hast noch nicht von Vaters großem Erfolg gehört. Nein. Er hat Ansgar geschlagen. Im Rennen um Tune TV. Was will Vater denn mit einem Musiksender? Das ist eine richtig gute Investition. Die wirtschaftlichen Prognosen des Senders sind ausgezeichnet. Jetzt verstehe ich. Ich habe Ansgar nämlich eben getroffen und der war heute anders drauf als sonst. Er scheint die Niederlage nur schwer zu verkraften. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ist soweit alles in Ordnung? Ja, soweit schon. Ich weiß ja, dass Cecile nicht mehr wiederkommt, aber es gibt immer wieder diese Momente, in denen... Aber das ist nun mal so. Ich kann nicht ständig der Vergangenheit nachtrauern. Ich muss jetzt nach vorn schauen. Na du? Ich heiße Sarah. Wer bist du denn? Sarah Hoffmann. Weißt du wirklich, was du hier tust? Hallo, Sarah Hoffmann. Wegen der Stelle als Dienstmädchen. Frau Kepler? Guten Tag, treten Sie doch ein. Zumindest sind Sie pünktlich. Bitte entschuldigen Sie, Frau Brandner. Also Sie waren lange genug eingesperrt, um sich ein echtes Trauma einzuhandeln. Aber nicht lange genug, um mich mit meinem Sohn versöhnen zu können. Es war Ihnen ernst mit diesem Angebot? Sicher. Also so sicher finde ich das nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemandem verzeihen könnte, der mir über Wochen und Monate Gift ins Essen gemischt hat. Wenn ich Frieden will, muss ich verzeihen können. Mir würde das schwerfallen. Aber kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Nein, nein, danke. Frau Brandner, natürlich fällt es mir nicht leicht. Aber ich bin diese dauernden Streitereien, diese permanenten Auseinandersetzungen so leid. Außerdem, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Oh ja, man ist in gewisser Weise immer mitverantwortlich. Ja. Wie ich für seine Erziehung und für seinen Charakter. Der Junge hat sehr, sehr viel von mir. Und außerdem auch ich habe nicht alles richtig gemacht. Ansgar. Oh, das freut mich aber, dass du kommst. Ich freue mich wirklich. Vater, wie geht's? Was sagt der Arzt? Ach, alles kein Problem, nur leichte Herzrhythmusstörung. Kein Grund zur Sorge, ich soll nur Stress und Aufregung vermeiden. Ja, das klingt doch alles sehr erfreulich. Ja, das finde ich auch.
Wenn es uns jetzt noch gelingen könnte, unser Kriegsbeil zu begraben, dann... Ach, komm, setz dich. Nein, ich bin eigentlich nur hier, um dir das zu geben. Was ist das? Das ist deine Kündigung. Ja, es tut mir leid, du musst das Penthouse leider verlassen. Und da du auch keine gesundheitlichen Probleme hast. Bitte? Ich meine, Sie können Ihrem Vater doch nicht einfach so kündigen. Was ist denn die Begründung dafür? Eigenbedarf, Frau Brandner. Wenn ich das Schloss verkaufe, habe ich selbst keine Wohnung mehr und irgendwo muss ich natürlich auch wohnen. Ja. Ab heute läuft dann die Frist. Sie haben Erfahrung als Kellnerin, Restaurants, Gaststätten. Die Zeugnisse sind durchweg in Ordnung. Warum bewerben Sie sich bei uns? Ich habe einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht. Ich möchte in einer Welt arbeiten, die kultiviert, aufregend, aber auch geheimnisvoll ist. Ist Ihnen klar, dass Diskretion hier das oberste Gebot für alle Angestellten ist? Natürlich, ich werde nichts rumtratschen. Das glaube ich Ihnen mal gerne. Ist Ihnen auch klar, dass Sie sich auf außergewöhnliche Arbeitszeiten einzustellen haben? Eine von uns hat immer Dienst, auch am Wochenende. Sicher. Das ist in der Gastronomie auch nicht anders. Milch, Zucker? Nur Zucker, bitte. Ach, Sie auch zwei? Da haben wir etwas gemeinsam. Ja. Sie haben also gekellnert. Erfahrung im Zimmerservice oder im Haushalt? Ach, Sie meinen, ob ich putzen kann und aufräumen? Natürlich, das mache ich doch bei mir zu Hause auch. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber hier auf einem Schloss haben wir andere Anforderungen, als Sie vielleicht gewohnt sind. Und da bleibt die Frage, sind Sie diesen Anforderungen gewachsen? Leonard, Jana, du stehst doch erst nächste Woche wieder auf dem Dienstplan. ich hab's zu Hause nicht mehr ausgehalten. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ganz ehrlich, nur deshalb bin ich hier. Das hoffe ich sehr. Wirklich, Jana, ich brauche keine Tabletten. Ganz sicher nicht. Der Entzug war hart genug, das brauche ich nicht nochmal. Aber wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, dann fange ich nur wieder an zu grübeln. Und jetzt willst du lieber arbeiten? Ist doch besser so, oder? Natürlich. Weißt du, Jana, mir ist eins klar geworden. Ich habe es mir sehr leicht gemacht mit dem Psychopharmaka. Ich bin vor der Trauer davongelaufen. Und jetzt stürzt du dich in die Arbeit. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Glauben Sie mir, ich lerne schnell. Und was ich nicht kann, habe ich in 0, nichts drauf. Stellen Sie sich das nicht so einfach vor. Auf keinen Fall. Aber Sie können sicher sein, dass ich jeder Herausforderung gewachsen bin. Das werden wir sehen. Warum muss es ausgerechnet Königsbrunn sein? Ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Die Familie Lahnstein ist einfach legendär. Und wenn man schon auf einem Schloss arbeiten will, dann kann man es doch gleich an der besten Adresse probieren. So. Naja, wie dem auch sei. Sie werden von uns hören. Die letzte Entscheidung treffe natürlich nicht ich, sondern der Graf. Und der hat seinen eigenen Willen. Herr Graf, haben Sie kurz einen Moment? Was gibt's denn, Frau Köppler? Diese junge Dame hat sich gerade bei uns als Dienstmädchen beworben. Und wenn Sie kurz Zeit haben, dann könnten Sie sich direkt anschauen. Sarah Hoffmann. Guten Tag, Herr Graf. Mit Knicks, wie süß. Tja, die Zeiten sind leider vorbei. Vielleicht sollte ich mich geschlagen geben. Einfach hier ausziehen, zusehen, wie Ansgar das Schloss verkauft. Ja, und was wollen Sie dann tun? Reisen, mich um meine Oldtimer kümmern. Muss ja Gott sei Dank nicht am Hungertuch nagen. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr.
Dieser unselige Kampf muss endlich ein Ende haben, wenn nicht anders, dann so. Ja, und dann hat sich Frau Hofmann bei uns beworben. Ja, hervorragend. Und was soll ich jetzt dabei? Ja oder Nein sagen zu Frau Hofmann. Sagen Sie mal, Frau Kepler, darf ich mich in Zukunft auch darum kümmern, wenn hier der Toilettenreiniger alle ist? Das Personal ist Ihre Aufgabe. Machen Sie doch, was Sie wollen. Jetzt tut er genervt, aber wehe, Sie hätten ihn nicht gefragt. Ist der eigentlich immer so? Wie meinen Sie das? Ihnen stehen keinerlei Kommentare über die Familie Lahnstein zu. Nein, natürlich nicht. Jetzt habe ich's vermasselt, oder? Für das Personal gilt Kontenance, was immer auch geschieht. Merken Sie sich das. Dann haben Sie keine Probleme. Heißt das? Ja, Sie bekommen eine Probezeit. Du bist ja immer noch hier. Ja, ich war noch kurz in der Verwaltung. Ich habe doch meinen Urlaub abgebrochen und ich will die Tage nicht verlieren. Urlaub abgebrochen. Heißt das, Dr. Beitsch ist einverstanden? Du fängst früher schon wieder an. Ja, morgen. Naja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Dann kommen die düsteren Gedanken gar nicht erst auf. Genau. Na, dann bis morgen. Die Patienten warten auf ihre Medizin. Das ist Benzofortin. Manche Patienten brauchen das. Als Beruhigungsmittel. Frau Rapp zum Beispiel. Du schaffst das. Das Schlimmste hast du schon überstanden und den Alltag kriegst du auch wieder hin. Hey, du warst so tapfer beim Entzug. Also, wenn du der Patientin die Medikamente gibst, dann mach sie bitte darauf aufmerksam, wie gefährlich die Dinger sind, okay? Am besten ganz deutlich. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ansgar ist einfach stärker als ich. Das muss ich eingestehen, mir und allen anderen. Verzeihen Sie, aber das ist Unsinn. Bedenken Sie doch bloß einmal, was Sie in den letzten paar Monaten alles aufgebaut haben. Das ist doch völlig etwas anderes, Frau Brandner. Da geht es ums Geschäft. Davon verstehe ich etwas. Und zwar mehr als Ihr Sohn. Und ich kann das beurteilen. Denn ich habe, wie Sie wissen, auch für ihn gearbeitet. Trotzdem, ich bin einfach nicht so brutal wie er. Einfach nicht so skrupellos. Ach, also das klingt ja gerade so, als ob Sie das bedauern. Ja, nein, natürlich nicht. Wenn Sie jetzt aufgeben, dann überlassen Sie die Holding und das Schloss dem Brutalen und Skrupellosen. Finden Sie das richtig? Ja, und hier sind unsere Ländereien. So, den Park kennen Sie jetzt. Wir sollten langsam zurückgehen, dann kann ich Ihnen noch das Haus zeigen. Und da lerne ich dann auch meine Kollegen kennen? Die gerade da sind, ja. Was haben denn die Leute vorher so gemacht? Also bevor sie nach Königsbrunn kamen? Alles Mögliche, je nachdem. Der Hausmeister eine Lehre als Klempner, ich eine zur Hauswirtschafterin. Und wie alt sind die so, die Leute, die hier arbeiten? Ganz unterschiedlich. Jung, alt, mittelalt, wie vermutlich überall. Warum wollen Sie das denn wissen? Nur so. Es interessiert einen doch, wo man gelandet ist und mit wem man es zu tun hat. Nur das? Sicher? Warum sollte ich denn sonst fragen, Frau Kepler? Ich habe dich gesucht. Ja, ich war laufen. Man sieht's. Susanne und ich wollen heute Abend ins Kino. Hast du Lust mitzukommen? Nein. Du fragst doch nicht mal, was läuft. Hast du schon was anderes vor? Ich find's ganz lieb von euch, dass ihr euch um mich kümmern wollt, aber genau das ist auch mein Problem. Ich möchte nicht, dass man sich um mich kümmert. Und im Grunde wollt ihr doch sowieso viel lieber allein ins Kino, hm? Wenn das so wäre, dann hätte ich dich nicht gefragt. Leo, ist es nicht so, dass du gar nicht mit einem verliebten Paar zusammen sein willst? Weil du dann nur noch mehr merkst, was du verloren hast? Glaub mir. Irgendwann findest auch du wieder jemanden, mit dem du glücklich bist.
Ganz bestimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hast du ja recht. Darf ich Ihnen schon einen Digestiv bringen oder noch einen Kaffee? Auch für mich nur ein Kaffee. Das geht natürlich aufs Haus. Hallo, ihr zwei. Oh, danke schön. Ja, dann hätte ich gern ein Cognac. Oh. Seien Sie vorsichtig mit Ihrem Herzen. Solange Sie bei mir sind, passiert dem schon nichts. Ja, ihr seid ja bestens gelaunt. Gibt's was zu feiern? Nein, Doch, nicht wirklich. doch. Dank Frau Brandner habe ich etwas wiedergefunden, was ich fast verloren geglaubt habe. Meinen Kampfgeist. Oh, Verzeihung. Von Lahnstein? Ja, Herr Reinhardt. Was ist denn mit euch passiert? Wieso? Oh, ihr wirkt so vertraut. Ach, ich arbeite für ihn. Da gibt's schon mal die ein oder andere Situation, wo man sich etwas näher kommt als gewöhnlich. Und so eine Situation war heute. Graf Lahnstein ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Willst du nicht auch mitkommen? Nein. Na dann. Tschüss, Carla. Und grüß deine kleine Taxifahrerin von mir. Aber selbstverständlich. Ja, unsere Carla mit dem Hang zum Personal. Was soll das denn schon wieder heißen? Ach, komm schon. Findest du nicht, dass sie sich ein wenig unter Niveau amüsiert? Carla amüsiert sich nicht, sie liebt, aber das ist für dich ein Fremdwort. Ja, die Liebe. Lieber du alter Romantiker. Ich glaube, du überschätzt das Ganze maßlos. Dabei solltest doch gerade du wissen, wie schnell das alles vorbei sein kann. Ja, ein LKW und puff, weg ist sie. Die große Liebe. Du bist so ein mieses Schwein. Und jetzt willst du am liebsten auf mich losgehen, was? Nein. An sowas wie dir mache ich mir die Finger nicht mehr schmutzig. Du bist so emotional, Leonard. Du musst lockerer bleiben, kühl und überlegt. Ach ja? So wie du etwa? So wie die Sieger. Ja, das sind keine gefühlsduseligen Schwätzer, die von Liebe schwafeln. Ich schwafel nicht von der Liebe. Ich habe sie erlebt. Aber sowas wird jemand wie du sein Leben nicht kapieren. Man kann einem Tauben ja auch Musik nicht erklären. Was machen Sie denn hier? Ach. Sind Sie nicht das neue Dienstmädchen? Ja. Dann stellen Sie sich so wohl Ihre Aufgaben vor, was? Merken Sie sich eins, Sie haben in diesem Salon nichts zu suchen, außer Sie bedienen. Ich wollte nur sehen, ob der Flügel gestimmt ist. Und da habe ich... Und da haben Sie? Ich hoffe, Sie putzen besser, als Sie spielen. Sonst sind Sie hier schneller wieder weg, als Sie Bach sagen können. Sehen so etwa Sieger aus? Kühl und überlegen? Hast du es wirklich nötig, deinen Frust an einem Dienstmädchen auszulassen? Also ich fand's sehr schön. Ich wünschte, ich könnte selbst so spielen.